Kapitel 1 Abschied von Neustadt. Emil Tischbein war ein 12-jähriger Junge, der mit seiner Mutter in einer kleinen Stadt namens Neustadt lebte. Sein Vater war vor einigen Jahren gestorben, und seitdem kümmerte sich seine Mutter allein um ihn. Sie arbeitete als Friseurin und verdiente nicht viel Geld. Dennoch sorgte sie immer dafür, dass Emil alles hatte, was er brauchte. Eines Tages beschloss sie, Emil nach Berlin, zu seiner Großmutter, zu schicken. Emil, deine Großmutter braucht Geld. Ich gebe dir 140 Mark für sie. Pass gut darauf auf. Und hier sind 20 Mark für dich, damit du dir etwas kaufen kannst, sagte sie und drückte ihm das Geld in die Hand. Emil war aufgeregt. Er hatte noch nie eine so lange Reise alleine gemacht. Berlin war eine riesige Stadt mit lauten Straßen, großen Gebäuden und vielen Menschen. Ganz anders als das ruhige Neustadt. Seine Mutter half ihm, seine Sachen zu packen. Vergiss nicht, deiner Großmutter zu schreiben, sobald du angekommen bist, sagte sie, besorgt. Ja, Mama. Ich werde vorsichtig sein, versprach Emil. Am Bahnhof verabschiedete er sich von seiner Mutter. Der Zug fuhr langsam an, und Emil winkte ihr zu, bis sie außer Sicht war. Dann setzte er sich auf seinen Platz und betrachtete die vorbeiziehende Landschaft. Er wusste nicht, dass dies der Anfang eines großen Abenteuers war. Kapitel 2 Ein seltsamer Mitreisender. Der Zug war voller Menschen. Emil saß in einem Abteil mit einigen anderen Passagieren. Neben ihm saß ein Mann mit einem grauen Hut und einem schmalen Gesicht. »Guten Tag, junger Mann«, sagte der Mann, freundlich. »Mein Name ist Herr Grundeis. Wohin geht die Reise?« Emil war misstrauisch. Seine Mutter hatte ihm gesagt, er solle mit Fremden vorsichtig sein. »Ich fahre nach Berlin«, antwortete er, höflich, aber vorsichtig. »Berlin ist eine wunderbare Stadt«, sagte Grundeis und lächelte. »Reist du allein?« »Ja«, sagte Emil, kurz. Er merkte, dass der Mann ihn genau beobachtete. Das gefiel ihm nicht. Also nahm er das Geld aus seiner Tasche und ging zur Zugtoilette. Dort befestigte er die 140 Mark mit einer Nadel an das Futter seiner Jacke. Als er zurückkam, lächelte Grundeis immer noch. »Hier, nimm ein Bonbon«, sagte er und hielt ihm eine Süßigkeit hin. Emil wollte ablehnen, aber er wollte nicht unhöflich sein. Also nahm er das Bonbon und steckte es in den Mund. Wenige Minuten später fühlte er sich seltsam. Seine Augen wurden schwer. Der Zug begann, sich zu drehen. Dann wurde alles schwarz. Kapitel 3 Das Geld ist weg. Als Emil die Augen öffnete, hielt der Zug bereits in Berlin. Sein Kopf fühlte sich schwer an, und er wusste nicht, wie lange er geschlafen hatte. Schnell tastete er nach seiner Jacke. Das Geld war weg. Panik ergriff ihn. Er sah sich im Abteil um, aber Herr Grundeis war verschwunden. Er sprang auf und rannte aus dem Zug. Draußen, am Bahnsteig, sah er gerade noch, wie der Mann mit dem Hut in der Menge verschwand. Emil begann zu rennen.
Ich muss ihn finden, dachte er. Er wusste nicht, was er tun sollte. Er kannte niemanden in Berlin und hatte kein Telefon, um seine Großmutter anzurufen. Doch eines wusste er. Er dürfte den Mann nicht verlieren. Kapitel 4 – Hilfe von Gustav. Emil folgte Grundeis durch die belebten Straßen. Plötzlich hörte er eine Stimme hinter sich. »Hey, brauchst du Hilfe?« Ein Junge mit einer großen Hupe stand vor ihm. Er hatte zerzauste Haare und sah freundlich aus. »Ich bin Gustav. Du siehst aus, als ob du in Schwierigkeiten steckst.« Schnell erklärte Emil, was passiert war. Gustav hörte aufmerksam zu und grinste dann. »Keine Sorge, Emil. Ich habe viele Freunde hier. Wir sind die Detektive von Berlin.« Er pfiff laut und plötzlich erschienen überall, aus den Straßen, Jungen. Sie waren etwa in Emils Alter und sahen abenteuerlustig aus. »Wir helfen dir, den Dieb zu fangen«, sagte Gustav, entschlossen. Emil fühlte sich sofort besser. Er war nicht mehr allein. Kapitel 5 – Die nächtliche Beobachtung. Nachdem Gustav seine Detektivfreunde versammelt hatte, besprachen sie den Plan. Der Mann mit dem Hut, Herr Grundeis, hatte ein Hotel betreten. Nun war es an ihnen, ihn zu überwachen. »Wir müssen ihn die ganze Nacht im Auge behalten«, sagte Gustav, entschlossen. Die Jungen verteilten sich auf verschiedene Positionen rund um das Hotel. 2 blieben am Eingang, andere hielten sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite auf. Emil war angespannt. Würde Grundeis noch in der Nacht fliehen? Langsam wurde es dunkel und die Straßenlaternen flackerten. Emil konnte kaum die Augen offen halten, doch er wusste, dass er durchhalten musste. Plötzlich bewegte sich etwas im Hotelflur. Ein Schatten erschien hinter einem Fenster im 2. Stock. »Da«, flüsterte ein Junge. »Er ist noch da.« Die Nacht verging langsam, doch Grundeis blieb im Hotel. Gegen Morgen wechselten die Jungen ihre Positionen. Emil fühlte sich erleichtert. Der Mann war ihnen nicht entwischt. Kapitel 6 – Der Morgen und die Verfolgung. Mit den ersten Sonnenstrahlen öffnete sich die Tür des Hotels. Herr Grundeis trat heraus, sah sich kurz um und ging eilig die Straße hinunter. »Los, folgt ihm«, rief Gustav. Die Jungen teilten sich auf und liefen unauffällig hinter ihm her. Grundeis schien nicht zu ahnen. Er bog um eine Ecke, blieb stehen, als wolle er sich vergewissern, dass ihn niemand beobachtete, und ging dann weiter. »Wohin will er?«, fragte Emil. »Ich wette, er will das Geld loswerden«, meinte Gustav. Tatsächlich betrat Grundeis eine große Bank. Emil schluckte. Sollte er das gestohlene Geld dort deponieren? Das dürfte nicht passieren. Wir müssen ihn jetzt stellen, sagte Emil, entschlossen. Kapitel 7 – Die Konfrontation in der Bank. Die Jungen folgten Grundeis in die Bank. Er stellte sich an einen Schalter und nahm Geld aus seiner Tasche. Emil erkannte
die Scheine sofort. Das ist mein Geld, rief Emil laut. Alle in der Bank schauten überrascht auf. Ein Angestellter trat näher. Was ist hier los? Fragte er, streng. Dieser Mann hat mir 140 Mark gestohlen, erklärte Emil. Ich kann es beweisen. Meine Mutter hat mir das Geld gegeben, und ich habe mit einer Nadel kleine Löcher in die Scheine gemacht. Der Bankangestellte nahm das Geld und prüfte es sorgfältig. Tatsächlich, es sind kleine Löcher in den Scheinen, bestätigte er. Herr Grundeis wurde blass. Das ist eine Lüge. Ich habe dieses Geld ehrlich verdient, protestierte er. Wir werden die Polizei rufen, sagte der Bankangestellte ruhig. Kapitel 8 – Die Festnahme. Herr Grundeis blickte sich hektisch um. Plötzlich machte er einen Schritt zurück und wollte aus der Bank rennen. Haltet ihn auf, rief Gustav. Die Jungen sprangen vor ihn und blockierten den Ausgang. Ein Polizist, der gerade die Bank betrat, erkannte die Situation und griff sofort ein. Was ist hier los? Fragte der Polizist streng. Der Bankangestellte erklärte die Situation. Emil zeigte dem Polizisten die Nadellöcher in den Geldscheinen. Der Polizist nickte und legte Herrn Grundeis Handschellen an. Sie kommen mit auf die Wache, sagte er. Grundeis protestierte laut. Das ist ein Missverständnis. Ich bin ein ehrlicher Mann. Das wird sich auf der Wache klären, erwiderte der Polizist ruhig. Sie haben das Geld eines Kindes gestohlen und es gibt Beweise. Die Detektive jubelten. Einige Passanten hatten den Tumult beobachtet und klatschten nun begeistert. Emil fühlte eine Mischung aus Erleichterung und Stolz. Wir haben es geschafft, sagte Gustav und klopfte Emil auf die Schulter. Ja, sagte Emil, aber ohne euch hätte ich das nie geschafft. Während der Polizist Herrn Grundeis in einen Streifenwagen führte, kamen Reporter auf Emil zu. Junger Mann, können Sie uns erzählen, was passiert ist? Emil wurde rot. Er war nicht gewohnt, im Mittelpunkt zu stehen, aber er erklärte, was geschehen war. Kapitel 9 – Emil wird berühmt. Am nächsten Morgen wachte Emil früh auf. Seine Großmutter hielt bereits eine Zeitung in der Hand und lächelte stolz. Schau, Emil. Du bist auf der Titelseite, rief sie. Emil nahm die Zeitung und las die Überschrift. Junge Fangdieb Emil Tischbein überführt einen Geldräuber. Er konnte es kaum glauben. Unter dem Titel war ein großes Foto von ihm und den Detektiven. Ganz Deutschland weiß jetzt, wer du bist, sagte seine Großmutter lachend. Plötzlich klingelte das Telefon. Emils Mutter rief an. Ihre Stimme war voller Stolz. Emil, ich habe den Artikel gelesen. Ich bin so stolz auf dich, sagte sie. Ich habe nur getan, was richtig war, antwortete Emil bescheiden. Gustav und die anderen Detektive kamen vorbei, um ihn abzuholen.
Sie gingen zusammen durch die Stadt und überall zeigten Leute auf Emil und nickten ihm anerkennend zu. In einem Café wurde Emil von einem Mann angesprochen. »Bist du nicht der Junge aus der Zeitung?« fragte er. »Ich bezahle dir und deinen Freunden einen Kakao als Anerkennung.« Die Jungen freuten sich und tranken gemeinsam ihren Kakao. Gustav grinste. »Du bist jetzt ein echter Detektiv, Emil.« »Danke euch allen«, sagte Emil. »Ohne euch hätte ich es nicht geschafft.« Kapitel 10 Abschied von Berlin. Nach ein paar Tagen war es Zeit für Emil, nach Hause zu fahren. Seine Großmutter packte ihm ein kleines Lunchpaket für die Reise. »Du musst im Zug gut essen, Emil«, sagte sie. Am Bahnhof standen die Detektive und winkten ihm zu. Gustav überreichte ihm eine kleine Hupe. »Falls du jemals wieder Hilfe brauchst, hub einfach«, sagte er, lachend. »Vergiss uns nicht«, rief ein anderer Junge. »Niemals«, versprach Emil. »Ich komme wieder.« Der Zug fuhr los und Emil winkte, bis seine Freunde nicht mehr zu sehen waren. Er lehnte sich zurück und atmete tief durch. Als er aus dem Fenster schaute, dachte er an alles, was passiert war, an den Moment, als er sein Geld verlor, an die aufregende Verfolgung, an den Triumph in der Bank. Berlin hatte ihm etwas Wichtiges beigebracht. Wenn man mutig ist und gute Freunde hat, kann man fast alles schaffen. Was für ein Abenteuer, dachte er und lächelte. Jetzt konnte er seiner Mutter alles erzählen. Hast du andere deutsche Bücher gelesen? Teile deine Empfehlungen in den Kommentaren.